Herzlich willkommen bei NAFTA Racing. Heute geht's weiter, mal wieder mit VAG-Content. Die Hauptrolle spielt der Audi A4 B6 mit seinem 1.9er Pumpe-Düse-Motor und 131 PS. Die Frage ist, was macht dieses Auto aus und bei genauerer Betrachtungsweise so besonders? Es ist einmal die abartig hohe Verarbeitungsqualität im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen, kompakte Abmaße, er ist extrem robust und haltbar und bietet zusätzlich ein hohes Maß an passiver Sicherheit. Bis auf die modernen Fahrassistenzsysteme gab es hier umfangreiche Ausstattungsoptionen und dank der Mehrlenker-Vorderachse bietet er sportliche und überlegene Fahrdynamik. Seine Konzernbrüder sind der VW Passat 3 BG, Škoda Superb erste Generation und der Audi A6 C5. Den 1.9er Pumpe-Düse mit 131 PS, hier links eingebaut, gab es in 4 verschiedenen Antriebskonfigurationen. Automatik als AVF mit Frontantrieb, dann 5-Gang-Handschalter als AWX mit Frontantrieb, 6-Gang-Handschalter als AVF mit Frontantrieb und den 6-Gang-Handschalter als AVF mit Quattro, also permanentem Allradantrieb. Ich konzentriere mich auf die 3 Handschaltervarianten. Abgeleitet sind die Aggregate vom legendären 1.9er TDI-Pumpe-Düse aus der Golf 4 Plattform. Mit dem Motorkennbuchstaben ASZ 131 PS bzw. ARL 150 PS, der 1.9er schlechthin, wenn es um Leistung geht. Die Unterschiede zwischen dem AVF und dem AWX. Den AVF gab es modelljahrabhängig wahlweise bis 2001 mit den großen 550er Düsen. Leistungslimit bei entsprechendem Luftüberschuss zur Kühlung ca. 220 PS. Und ab Modelljahr 2002 mit den kleinen 520er Düsen, deren Limit bei ca. 190 PS liegt. Darüber hinaus werden die Förderdauern zu lange. Egal ob Front- oder Allradgetrieben, hat der AVF immer das stabile 6-Gang-Getriebe und die große 240er Kupplung, die serienmäßig Drehmomenten bis 420 Newtonmeter standhalten kann. Der AWX hat immer die kleinen 520er Düsen und das kleine 5-Gang und nur eine 228er Kupplung. Hier bist du aufgrund von Kupplung und Getriebe im Drehmoment deutlich limitiert im Vergleich zum AVF. Meine Empfehlung: einen AVF 6-Gang Quattro vor Modelljahr 2002 wählen, dann hast du die großen Düsen, großes Getriebe und die große Kupplung in Verbindung mit permanentem Allrad. Das ist eine fies gute Kombination in Verbindung mit S-Line, richtig sexy und im Winter eine Macht. Die Steuerung ist eine EDC 15P+, wie aus der Golf 4 Plattform bekannt, und im Aufbau nahezu identisch. Ich zeige dir die Unterschiede in der Bedatung der kleinen und großen Pumpe-Düse-Elemente. Oben siehst du ein Förderdauerkennfeld der 520er und unten eins der 550er Düsen. Hier wird die Förderdauer in Grad Kurbelwelle in Abhängigkeit zur eingespritzten Kraftstoffmenge und Motordrehzahl definiert. Hinweis an dieser Stelle: die Förderdauerkennfelder sind Kalibrierungsmaps. Hier ist größte Sorgfalt beim Ändern angesagt. Änderungen hier nur über sauberes Erweitern des gesamten Rahmens als auch der Achsen. Wie das geht und mit welchem Werkzeug du die Werte ermittelst, kannst du in diesem Video nachschauen. Hier siehst du, wie viel Grad länger die kleinen Elemente im Vergleich zu den 550er Düsen angesteuert werden. Hier ein A4 B6 AVF mit den 520er Düsen und 6-Gang-Getriebe, den ich vor einigen Tagen abgestimmt habe. Bevor es mit der Software losging, musste erst einmal die verbaute Tuningbox entfernt werden.
Ich stimme die Fahrzeuge in der unteren Leistungsregion immer auf Luftmassenmesser ab. Hier gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze MAP, also ladedruckbasiert abzustimmen. Über Luftmasse lässt sich das Ganze aber filigraner gestalten. Die Wünsche hier waren maximale Kraftstoffersparnis, moderates Drehmoment, welches die Kupplung nicht beleidigt. Du siehst zwischen 2500 und 4000 Umdrehungen 100 Newtonmeter mehr, in der Spitze 385 Newtonmeter. Aufgrund der kleinen Düsen, thermisch gesehen ganz entspannte 175 PS, das Ganze zwischen 3750 und 4000 Umdrehungen. Nichts Wildes, das läuft gut, funktioniert und fährt harmonisch. Und der Kraftstoffverbrauch sinkt bis um 1 Liter bei normaler Fahrweise. Auch der von Audi recht rudimentäre Bauteilschutz wurde geändert und optimiert. Damit habe ich die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöht und im Vergleich zum OEM verbessert. Zum Schutz des Motors wird die volle Leistung erst ab ca. 50 Grad Wasser freigegeben, um im Falle eines Werkstattbesuchs zu vermeiden, dass das Auto von irgendwelchen fremden Leuten kalt getrieben wird. Zum Schluss zeige ich dir einen direkten Vergleich mit dem AWX, also dem 5-Gang, den ich letzten Samstag abgestimmt habe. An dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Die erreichte Leistung ist fast gleich, nur beim Drehmoment habe ich fast 30 Newtonmeter rausgenommen, um Kupplung und Getriebe nicht zu strapazieren.